Basel 1976. Eine bunte Skulptur im öffentlichen Raum erregt die Gemüter. Neuerdings wird bei der Heuwaage ein neues Produkt sogenannter Kunst errichtet, das einem Walt-Disney-Filmbild sehr ähnlich ist. Wie kann es in der Kunst zu einer solchen Entartung kommen in einer Stadt, die als Hort der Kunst weltweiten Ruf genießt? Neuartigkeit besteht vor allem aus der Materialität. Das ist aus Polyester, einem Kunststoff gemacht, was in den 70er Jahren, als die Skulptur aufgebaut wurde, ein neues Material war in der Kunst. Was auch speziell ist, dass die Skulptur in sehr bunten Farben bemalt ist. Damals war eigentlich so wie das Credo, dass Materialreinheit bestehen in der Skulptur und dass man eine Skulptur bemalt, ist eher ungewöhnlich war. In den 50er Jahren besucht der Basler Künstler Michael Grossert eine Ausstellung mit farbigen Rekonstruktionen antiker Skulpturen. Dort realisiert er, dass die griechischen Helden, Göttinnen und Tempel einst bunt bemalt waren. Diese Erkenntnis sollte sein Schaffen prägen. Die Überschichtung ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Auch bei der Heuwaage zum Beispiel, da ist die plastische Form mit der malerischen Form überschichtet. Ungetüm in Plastik, geistige Umweltverschmutzung, Konglomerat aus Willkür. Der Basler Kunstkredit hat das Werk in Auftrag gegeben. Doch sobald es aufgebaut ist, wird es von der breiten Bevölkerung abgelehnt und verspottet. Der Protest spitzt sich zu. In einer Nacht, wenige Wochen nach der Errichtung, schreiten Unbekannte zur Tat. In einem Kommentar zeigt sich die lokale Presse besorgt um die Kunstfreiheit. Darf die Toleranz dort enden, wo das Verständnis endet? Darf öffentlich nur werden, was gefällig ist? Und darf Gewalt sein, wenn sie Missfälliges trifft? Dann setzen sich Basler Kunstschaffende für die Grossert-Plastik ein. Ein erster Reinigungsversuch mit Aceton scheitert. Sie putzen das Kunstwerk symbolisch mit Wasser. Schlussendlich wird die Plastik restauriert. Das kostet weitere Steuergelder. Um die Wogen ein bisschen zu glätten, hat man dann einen Hecker rundherum gebaut, dass man eigentlich nicht mehr an das Werk herangekommen ist. Und das ist eigentlich völlig gegensätzlich zu dem, was der Michael Grossert eigentlich gedacht hat. Lieu-dit, der Titel von dem Kunstwerk, bedeutet «besagter Ort». Und die Idee von Michael Grossert war, dass das eigentlich ein Orientierungsort sein soll. Es hat ein Wägli, das zu dem Werk geführt hat, und es hat auch eine Sitzbank. Also es hat eigentlich wirklich ein Begegnungsort an dem eigentlichen Unort Heuwaage sein, wo eben durch die ganzen Verkehrsachsen auf eine gewisse Art auch etwas Zerfranst bekommen hat. Einst wird hier am Eingang zur Stadt Heu gewogen. Die Stadt wächst. Die Heuwaage verwandelt sich vom Stadttor in einen Verkehrsknotenpunkt. Der Viadukt entsteht. Als er fertig gebaut ist, beauftragt der staatliche Kunstkredit Michael Grossert, ein plastisches Werk zu entwerfen.
Wenige Wochen nach Errichtung von Lieu-dit stellt eine Großrätin einen Antrag. Das Monstrum, wie sie es nennt, soll auf einen Spielplatz verlegt werden. Der Vorschlag wird abgelehnt, die Skulptur bleibt, die Kinder freut's. Von der Tradition der Skulptur war es so, dass die auf den Sockel waren. Die haben eigentlich nur visuell angeschaut werden. Und an Michael Grossert war eigentlich eine Idee, dass er eine begehbare Plastik schaffen könnte. Er hat sich dann auch mit Kinderspielplätzen beschäftigt. Er hat einen Spielplatz in Rheinach realisiert, wo eigentlich im Innenhof von dem Schulhaus eine Art begehbare Spiellandschaft geschaffen worden ist, wo die Kinder eigentlich so auf verschiedenen Ebenen sich bewegen können. Um die Lebensdauer von Lieu-dit zu verlängern, ist regelmäßiger Unterhalt notwendig. Polyester bietet viele Vorteile für experimentelle und freie Formungen. Allerdings altert es schlecht und wird spröde. Deshalb wird die Plastik vorsorglich 3D gescannt. Wenn man es immer wieder anschaut, das ist weder wirklich klar figurativ, es hat irgendetwas Organisches drin, es ist aber nicht erkennbar, was es wirklich ist. Ich sehe manchmal wie einen Drachen drin oder so, aber es ist bis zum Ende eigentlich nie ganz erschließbar. Es stellt eigentlich bis heute immer wieder Fragen und das ist eigentlich das Spannende an einer Skulptur, wenn es eigentlich nie ganz erschließbar ist. Die Auseinandersetzung mit der ganzen Zeitströmung und allem, das ist natürlich ganz wesentlich. Ich sage ja, meine Skulpturen sind im Grunde noch Produkt aus der Auseinandersetzung mit der Welt, mit dem Menschen an sich, aber dadurch auch mit der Sozietät, mit der Gesellschaft.